Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu einem neuen Modellbahnvideo. Diesmal kann ich ein ganz besonderes Kleinstserienmodell einer Spur 1 Lok der Firma Bockholt vorstellen, das mir freundlicherweise für ein paar Tage geliehen wurde. Es handelt sich um die Nachbildung einer schweren Doppellok der Baureihe E95, deren nur 6 Vorbildloks ab Dezember 1927 ausgeliefert wurden. Sie kamen zunächst auf einer Gebirgsstrecke in Schlesien zum Einsatz und konnten bis zu 2200 Tonnen schwere Güterzüge oder Reisezüge bis 450 Tonnen befördern. Das Modell der Doppellok wurde von der Firma Bockholt komplett in Handarbeit in Dassendorf bei Hamburg gefertigt. Allerdings besteht diese Lok im Gegensatz zu den meisten normalen Kleinserienmodellen der Spur 1 nicht aus Messing, sondern hat einen Rahmen und einen Aufbau aus Stahl. Dies erfordert bei der Fertigung viel mehr Aufwand, weil Stahl bei 750 Grad hart gelötet werden muss. Auch so manche weitere Kleinteile wie die Leitungen, Griffstangen und auch die Pantographen sind aus Stahl. Die restlichen Schmuckteile des Modells sind aus Messing gegossen. Gebaut wurden von diesem Modell weniger als 20 Exemplare. Deshalb kann man schon fast erahnen, dass diese Lok auch einen entsprechenden Preis hat. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Die Lok kostet 23.000 Euro. Das ist nun mal leider die Konsequenz für eine Made in Germany Kleinstserienproduktion aus Stahl. Das Modell wurde in 3 Varianten gebaut. Eine der beiden in Epoche 2 in Szene gesetzten Loks ist die E9503 in Farbgebung gemäß dem damaligen Auslieferungszustand, also irgendwo im Bereich 1928. Das zweite Modell ist die E9502 in modernerer Deutsche Reichsbahn Ostfarbgebung gemäß der Modellbahn Epoche 3. Dieses Vorbild ist sogar heute noch erhalten. Es steht im Verkehrsmuseum Dresden und wird von einem Verein aufgearbeitet. Und beim hier im Video vorgestellten Testmodell handelt es sich um eine Epoche 2 Variante mit Stationierung im Bahnbetriebswerk Hirschberg, dem heutigen Jelenia Góra in Polen. Jede Lokhälfte wiegt 4,7 Kilogramm und ist 32,2 Zentimeter lang. Das ist exakt vorbildgerecht. Das Vorbild hatte eine imposante Länge von 20,90 Meter. Gekoppelt wird die Lok über dieses Kuppelelement aus Metall, das ist verdrehbar, hat ein kleines Gewinde, damit man den Abstand etwas verstellen kann. Ungefähr in der Position mit etwa 2,5 mm Kupplungsabstand fährt die Lok den Radius von 1,75 m und im engen Zustand fährt die Lok dann im etwa 2 Meter Radius. Zum Verbinden der beiden Einheiten wird dieses Kuppelelement dann hier eingeschoben, bis es einrastet. Und dann wird die zweite Einheit raufgeschoben, bis es einrastet. Die Lokeinheiten haben dadurch einen vorbildgerechten Zwischenabstand von nur 6 bis 8 mm je nach Einstellung und sie brauchen auch nicht elektrisch miteinander verbunden werden, weil jede Lokeinheit ihren eigenen ESO-Lok Sound 5 XL Decoder an Bord hat. Dieser Decoder steuert den Motor und die Elektronik und das Geräusch für die jeweilige Lokhälfte. Das heißt also auch jede Lok hat ihren eigenen Lautsprecher an Bord. Das Abkuppeln der beiden Lokhälften ist ganz einfach. Die beiden Hebel ziehen, die Lokhälften auseinanderziehen und dann fällt die Kupplungsstange hier aufs Gleis. Jetzt gibt es mal eine kleine Probefahrt. Der Lokführer steigt ein. Dann Beleuchtung und das Geräusch einschalten. Die Pantographen hoch.
Nachdem sicher der eine oder andere neugierig ist, wie es unter der Lok aussieht, bitte sehr. Die Lok hat 3 Treibachsen, ein Antriebsmotor, der sitzt hier längs über der dritten Treibachse. Er ist von Kählig Antriebstechnik aus Hannover, ist made in Germany, ist ein M36 Motor. Der greift hier über dieses Zahnrad unten zu einer Antriebswelle, die alle 3 Achsen über ein Achsgetriebe jeweils versorgt. Die Achsgetriebe und auch die Achsen selber für die Räder sind kugelgelagert und der Antrieb, die Stromversorgung, erfolgt über den Radreifen der ersten und der dritten Treibachse mit Pilzkontakten. Und ansonsten gibt es hier noch eine Vorlaufachse, die ist drehbar gelagert mit ungefähr 57 mm Drehradius. Die Räder sind alle über die Blattfedern richtig gefedert und ansonsten ist das gesamte Gestänge und die ganze Bremsanlage und alles komplett aus Metall. Zur Beleuchtung dieses Modells kommen konventionelle Glühlämpchen zum Einsatz. In den Motorräumen, in den Führerständen und auch an der Zugspitze jeweils. Hierbei wechselt das Licht von 3 Lichtspitzenbeleuchtung in Weiß auf Rot bei Fahrtrichtungswechsel. Jetzt gibt es einen Blick in einen der beiden toll detaillierten Führerstände. Ich versuche mal die Türe aufzumachen mit einem Wattestäbchen. Ein kleiner Schwenk. Und dann versuche ich noch ein bisschen scharf zu stellen. Und noch ein bisschen näher. Auch die Maschinenräume wurden fein detailliert. Jetzt ein Blick aufs Dach, das auch fein detailliert wurde. Hier kommt Holz zum Einsatz, Stahlleitungen, Messing-Feingussteile. Wirklich großer Aufwand getrieben worden. Mal ein genauerer Blick auf den Pantographen, der elektrisch über ein Servo bewegt wird. Man sieht hier im Dach einen kleinen Schlitz, in dem das Servo dann hier die Bewegung realisieren kann. Der Aushub des Servos lässt sich elektronisch begrenzen, falls die Oberleitung mal nicht so hoch ist. Ansonsten federt der Pantograph nach oben. Zu guter Letzt steht jetzt die Lok noch auf einem Rollenprüfstand, damit ich sie bei Fahrt aus nächster Nähe mal zeigen kann. Zunächst aber ein paar Geräusche des Loksound 5 XL Decoders, der an Bord ist, oder besser gesagt 2 Decoder, ist es ja in jeder Lokhälfte einer an Bord. Es gibt zum Beispiel hier das Geräusch einer Handbremse.
einen Kompressor, Pressluft ablassen, dann beispielsweise Sanden und verschiedene weitere Geräusche spiele ich jetzt mal der Reihe nach ab. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte Vorsicht, am Gleis 1, ein Zug fährt durch. Sehr verehrte Fahrgäste, bitte steigen Sie jetzt zu. Der Zug fährt in wenigen Minuten ab. Aus dem Berlin nach Gleis 1. Fernfrei ganz kommen. Aus dem Berlin nach Gleis 2. Fernfrei ganz kommen. Noch 3 Längen. Noch 2. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Dann noch ein Langpfiff und ein Kurzpfiff. Den Kurzpfiff zuerst. So, und jetzt bei der Fahrt kann ich dann auch nochmal zeigen, dass man dann per Knopfdruck das Kurvenquietschen zuschalten kann. Und ich fahre jetzt generell mal mit Geräusch und bei der Fahrt zeige ich dann auch das Bremsenquietschen. Und jetzt noch eine Fahrt mit Kurvenquietschgeräusch. Das war's mit der Vorstellung der E95 von Bockholt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.